Hallo meine Freunde, hola Madridistas, heute wirklich nur ein ganz kurzes Video, denn meine Frau hat heute Geburtstag. Ich freue mich, möchte natürlich so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen und wenn ihr so lieb wärt, drückt hier kurz auf Pause und schreibt in die Kommentare liebe Geburtstagsgrüße an meine Frau, die wird sich natürlich freuen. Aber ich habe im 16. Finale bei meinen Tipps so richtig gelegen, wir schauen uns das gleich an, dass ich auf jeden Fall das Achtelfinale für euch einmal tippen wollte und heute ist das Achtelfinale. Deshalb ein ganz schnelles Video mit meinen Tipps und danach habe ich auch noch einen Artikel gefunden, der sehr interessant war. Können Arda Güler, Fede Valverde und Antonio Rüdiger die Gewinner der WM sein? Für Real Madrid? Also, was ich damit meine in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute möchte ich gleich in meiner WM-Ecke nicht so viel über die Spiele von gestern reden. Es geht eher um die Tipps, aber trotzdem wollte ich noch einmal meinen Hut heben vor Cape Verde. Was für ein unglaubliches Turnier hat dieses Land gespielt. Viele haben sich beschwert, dass 48 Mannschaften dabei sind, aber für mich haben Länder wie Cape Verde einfach bewiesen, dass sie es verdient haben. Sie haben gestern den Weltmeister Argentinien an den Rand einer Niederlage gebracht, in die Verlängerung. Ein unglaublich tolles Spiel. Wosinja, einer der Stars dieses Turniers, hat Messi auch zur Verzweiflung gebracht. Tolles Turnier. Ich freue mich riesig für Cape Verde. Ja, wollte ich noch mal kurz sagen. Und jetzt gehen wir in Marios WM-Ecke. Ja, und heute ist meine WM-Ecke etwas anders. Heute geht es um die Tipps fürs Achtelfinale. Vorher wollte ich aber nochmal die 16. Finale-Tipps mit euch durchgehen. Und meiner Meinung nach habe ich da nur einen Fehler gemacht. Denn schauen wir uns das mal an. Paraguay gegen Deutschland. Der Schiedsrichter hat da ein reguläres Tor abgenommen. Sonst wäre Deutschland weiter. Aber okay, Fehler habe ich falsch getippt. Frankreich lag ich richtig. Kanada lag ich richtig. Und jetzt mein einziger wirklicher Fehler. Ich habe Marokko nicht unterschätzt, ich habe Holland überschätzt. Ich fand die Niederlande in der Gruppenphase so stark, so unantastbar. Naja, und auch sie haben erst gegen Marokko ein Tor in der 91. kassiert. Also so weit lag ich auch nicht daneben, aber Marokko war die klar bessere Mannschaft. Dann Portugal richtig, Spanien richtig, USA richtig. Senegal, Belgien. Ja, sorry, Senegal war in der 86. Minute noch 2-0 vorne. Wie lassen die sich das aus der Hand nehmen? Naja, wie dem auch sei. Aber dafür die komplette rechte Seite richtig. Tipico hat Angst vor mir. Brasilien richtig, Norwegen richtig, Mexiko richtig, England richtig, Argentinien richtig, Ägypten richtig, Schweiz richtig, Kolumbien richtig. Was ist los? Also, eigentlich war das nur so ein Ding, damit wir uns danach über mich amüsieren, wie wenig Ahnung ich habe. Aber, hör mal, Respekt, ich heb den Hut vor mir selber. Das waren sehr gute Tipps. Und deshalb möchte ich euch natürlich das Achtelfinale auch tippen. Ganz wichtig, das sind aber keine Tippempfehlungen. Ihr sollt jetzt hier nicht nach Tipico rennen oder was auch immer und diese Geschichte tippen. Ich garantiere hierfür gar nichts. Ich tippe einfach so, wie ich es denke. Starten wir mit dem Achtelfinale. Ja, Paraguay gegen Frankreich. Ich glaube, der Traum für Paraguay ist ausgeträumt. Ich sehe keine Mannschaft, die so in Form ist wie die Franzosen zurzeit. Die werden sich auch nicht von den Paraguayern so sehr nerven lassen wie die Deutschen. Die haben auch viel mehr Tempo im Sturm, um im 1:1 vorbeizugehen. Ich glaube, das wird eine klare Nummer heute für Frankreich. Kanada gegen Marokko. Den Fehler mache ich nie wieder. Marokko, ganz klar. Dann Portugal gegen Spanien. Und ich tue mir schwer. Ich möchte ja nicht mein Heimatland jinxen. Trotzdem sage ich, in der Regel, wenn alles normal läuft, sehe ich Spanien ein bisschen vorne. Hoffe natürlich, dass sie weiterkommen. USA gegen Belgien und ja, ich glaube, Belgien setzt sich durch. Brasilien gegen Norwegen. Vini wird im Viertelfinale der WM stehen, zumindest tippe ich das. Mexiko gegen England. Erste größere Überraschung. Ich glaube, Mexiko setzt sich durch. Dann Argentinien gegen Ägypten. Es wird das letzte WM-Spiel für einen Mo Salah. Ich glaube, auch wenn die Argentinier gestern gestruggelt haben gegen Cape Verde, schätze ich sie etwas stärker als Ägypten. Und zu guter Letzt Schweiz gegen Kolumbien. Untippbar.
untippbar. Wenn ich auf Elfmeterschießen tippen könnte, würde ich das machen. Ich glaube, das wird 0-0, maximal 1-1, sehr umkämpft, sehr ausgeglichen. Ja, ich sag einfach mal, Schweiz gewinnt im Elfmeterschießen. Wie gesagt, rennt damit bitte nicht nach Tipico, aber das sind meine Tipps. Mal schauen, ob ich wieder genauso richtig liege wie im 16. Finale. Und jetzt ganz kurz schnell rüber zu Real Madrid. Ja, wie gesagt, eigentlich sollte es heute nur um die Tipps gehen, aber ich habe einen sehr interessanten Artikel im AS gefunden und die Frage wurde gestellt, ob vielleicht ein Arda Güler, Fede Valverde und Rüdiger für José Mourinho die Gewinner der WM sein können. Warum das so ist, lesen wir uns schnell durch. Mourinho reibt sich die Hände. Das Ausscheiden von Güler, Valverde und Rüdiger bei der Weltmeisterschaft kommt dem Trainer bei der Saisonvorbereitung zugute. Da er fast von Beginn der Vorbereitung an auf 3 Schlüsselspieler aus der Kabine zählen kann. Für die ganzen, die jetzt sagen, ein Arda Güler wird nicht mehr spielen, weil ein Bernardo Silva kommt oder was auch immer. Ihr lest selber wieder, er gilt weiterhin logischerweise als Schlüsselspieler von Real Madrid. Wie denn auch nicht? Der hat gegen die Bayern uns letztes Jahr angeführt. Der war der Spieler, der die meisten Torchancen kreiert hat. Also wie gesagt, ich verstehe diese Zweifel nicht. Lesen wir mal weiter. Mourinhos zweite Amtszeit beginnt am 13. Juli in 9 Tagen mit den medizinischen Untersuchungen vor dem ersten Training in Valdebebas. Nach 2 titellosen Saisons ist die Saisonvorbereitung entscheidend, um die Konzepte des neuen Trainers zu festigen und sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Das Hauptziel des Vereins: Titel gewinnen. Um dies zu erreichen, benötigt Mourinho die schnellstmögliche Rückkehr seiner Leistungsträger und mit dem Kern der Mannschaft arbeiten zu können. Das hatte er selber in dem Podcast damals gesagt. Ich hatte es euch auf meinem Kanal gezeigt. In seiner zweiten Interview als neuer Trainer im Podcast Beast Mode On, das war, wo ich den Artikel oder den Ausschnitt, den ich euch gezeigt hatte, gab er offen zu: Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass die Spieler von Real Madrid verlieren, damit sie im Urlaub fahren können und ich sie so schnell wie möglich in der Saisonvorbereitung dabei habe. Wunsch erfüllt, Güler, Valverde und Rüdiger sind ausgeschieden und werden praktisch von Beginn an am Vorbereitungstraining teilnehmen. Doch nicht alles ist rosig für den portugiesischen Trainer, denn die große Mehrheit der Real Madrid-Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, ist weiterhin im Kader. Ja, danach wird noch ein bisschen darüber geredet, dass die Türkei eigentlich sich hätte durchsetzen sollen in der Gruppe, Uruguay genauso etc. Aber sie machen auch klar, wie wichtig einem José Mourinho die Vorbereitung ist. Wie wichtig es ihm ist, dass er seinen Spielern so lange wie möglich seine neue Taktik, seine Philosophie beibringen kann. Und in dem Fall sind die Spieler, die am schnellsten wieder zurück sind, ein Arda Güler und ein Fede Valverde, starten zwischen dem 20. und dem 22. Juli ihre Saisonvorbereitung, sind das die ein José Mourinho als schnellstes unter seine Fittiche bekommt und als schnellstes seine Philosophie beibringen kann. Und beide, wie gesagt, Schlüsselspieler für das neue Real Madrid. Und ich weiß, viele von euch haben ein geteiltes Herz wie ich, weil ich denke, ich drücke jedem Madrid-Spieler die Daumen. Ich wünsche mir, dass in England weiterkommt, dass Spanien, logischerweise, ich bin Spanier, Frankreich soll weiterkommen, Belgien mit Courtois, alle sollen weiterkommen. Aber auf der anderen Seite, wir Madrid-Fans haben die 2 härtesten Saisons seit 20 Jahren hinter uns. Und so etwas darf nie wieder passieren. Und deshalb denkt ein Teil von mir auch, naja, wenn der ein oder andere Spieler rausfliegt und schneller unter Mourinho wieder arbeiten kann, ist das besser für Real Madrid. Im AS wird damit die Frage gestellt: Ist Arda Güler, Fede Valverde und Rüdiger, sind das die Gewinner für einen José Mourinho, weil er am längsten mit denen arbeiten kann? Und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Drückt ihr den Madrid-Spielern bei der WM die Daumen oder seid ihr in der Kategorie Real Madrid und sagt, nee, die sollen alle rausfliegen und so schnell wie möglich unter Mourinho arbeiten? Lasst eure Meinung dafür bitte in den Kommentaren, wenn ihr schon mal da seid. Wie gesagt, auch die Kommentare an meine Frau nicht vergessen. Like dieses Video, hype dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich gehe jetzt ganz schnell zum Geburtstag. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid und Happy Birthday to you. Te amo!